Ja, hallo, neue Ausgabe von Automobil Depression. Heute geht es um ein relativ neues Auto. Für mich ist es relativ neu. Ein Smart 44 aus den 2000er Jahren. Dieses Auto wurde nur 2 Jahre lang gebaut, von 2004 bis 2006. Ja, man kann glaube ich sagen, es war ein Flop. Smart, die noch zu Mercedes gehörten, hatten sich das tatsächlich anders vorgestellt. Das ist schon wirklich allerbilligstes Zeug. Ob man das hier jemals wieder rankriegt. Also die Smart Story beginnt im Prinzip mit dem kleinen zweisitzigen Smart, der damals noch gar nicht 42 hieß, sondern einfach nur Smart. Das war eine Entwicklung zwischen Swatch, also der Uhrenfirma aus der Schweiz, und Mercedes, die sich eigentlich so ein neues Mobilitätskonzept ausgedacht hatten. Also ein ganz winziges, minimalistisches Fahrzeug für 2 Personen und ein bisschen Gepäck hinten im Fond. Und damit wollte man sozusagen ganz neue Märkte erschließen. Also man hatte Kooperation mit der Deutschen Bahn geplant, dass diese Autos für wenig Geld irgendwie transportiert werden konnten, dass es neue Parkraumkonzepte gibt für dieses Auto. Auch das Marketingkonzept war neu. Es gab diese Smart Tower. Da wurden diese Autos dann quasi in so einem Turm hochgesetzt und jeder konnte sich so ein Auto im Prinzip aussuchen wie eine Tüte Milch im Regal beim Supermarkt. Und dann hatte man, glaube ich jetzt, heute wissen Sie das auch, den großen Fehler gemacht, dass dieses Mobilitätskonzept überhaupt nicht aufging. Also die Bahn hat nicht mitgespielt, die Behörden haben auch nicht mitgespielt. Man durfte dieses Auto dann auf einmal nicht mehr längs einparken, sondern man musste es in Fahrtrichtung parken, wie andere Autos auch. Damit war das schon vom Tisch. Und dann hatte man sich überlegt, na gut, um das Ganze noch so ein bisschen zu retten, erweitern wir die Modellpalette. So, und das ging dann halt so, dass man zunächst einen Roadster zeigte, also einen zweisitzigen Roadster, auch mit so einem kleinen Dreizylindermotörchen. Der war ganz lustig, aber jetzt auch kein riesen Verkaufserfolg. Und dann hat man gedacht, na gut, okay, wir mischen so ein bisschen die Kleinwagenklasse auf. Und die Kleinwagenklasse geht dann dahin, dass wir sozusagen ein viertüriges oder fünftüriges Auto bauen. Und das war dann hier dieser sogenannte 4-4. Und dann gab es auch erstmals diese Nomenklatur 4-2, also für 2, und 4-4 für 4. Ja, und dann hatte man bei Mercedes eine Kooperation mit Mitsubishi zu der Zeit, das war also 2002, 2003, und entwickelte zusammen mit Mitsubishi also die 6. Generation des Colt. Und zeitgleich kam halt dieser Smart 4-4 auf den Markt. So, und ungefähr 40% Gleichteile bei beiden Autos, so heißt es. Die Motoren differierten so ein bisschen, also hier nahm man dann schon irgendwie Motoren aus dem Mercedes-Regal bzw. modifizierte sie. Und ich bleibe jetzt hier mal bei diesem hier, das ist ein 1,5 Diesel mit 95 PS. Das ist im Prinzip die verkleinerte Version des 170 CDI, die in der A-Klasse saß. Man hat ihm einen Zylinder weggenommen, es gibt nur 3 Zylinder. Und es gab es mit 68 und mit 95 PS, glaube ich. So. Und dann gab es 2 Getriebeversionen, einmal ein 5-Gang-Schaltgetriebe und so ein 6-Gang automatisiertes Getriebe. Da liest man immer mehr, dass man davon besser die Finger lassen sollte. Also dieses Schaltgetriebe ist da die erste Wahl. Naja, und ich finde das halt lustig, dieses Auto. A, weil es relativ selten ist. Also Bauzeitraum 2 Jahre, kann man sich ja vorstellen, allzu viel ist da nicht von gebaut worden. Das Auto wurde übrigens in Holland zusammengebaut, bei Netcar, also Netherlands Car. 2006 waren die Absatzzahlen so dermaßen mistig, dass Mercedes-Benz entschied, das Konzept aufzugeben. Und dann gab es, glaube ich, noch den Roadster ein paar Tage, aber der war auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Und dann hatte man sich wieder darauf besonnen, sozusagen den ursprünglichen Smart, also den 4-2, in mehreren Generationen zu entwickeln. Also es gab eine zweite Generation von dem 4-2 und dann auch noch die dritte und letzte. Naja, und heute ist, soweit ich das weiß, Smart im Prinzip nur noch so ein Name, so eine Marke, und baut Elektroautos, die, glaube ich, in China zusammengebaut werden. Ob sie noch über Mercedes-Benz vertrieben werden, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Genau, zurück zu diesem Auto. Also eigentlich ein Mitsubishi Colt.
mit, wie ich finde, einer ganz lustigen Optik. Und ich finde, das haben die ganz gut gemacht. Die haben also hier diese Tridion-Sicherheitszelle, so hieß das nämlich bei dem Fortwo, also bei dem kleinen, haben sie hier sozusagen nachgeahmt. Und diese Designgeschichte, so, die so ein bisschen an diese Schweizer Uhr auch erinnerte, mit viel Kunststoff, überall so Kunststoffapplikationen draufgesetzt. Auch die Türen hier, das sind Stahltüren, aber haben hier so Kunststoffpanel drüber. Es gab lustige Farben, wie das hier zum Beispiel. Es gab da mehrere Ausstattungsvarianten. Das ist hier die gehobene Passion. Und es gab dann auch so Gimmicks wie große Schiebedächer. Und genau, so richtig praktikabel war dieses Auto tatsächlich nicht. Also da gab es durchaus schon bessere Autos. Das Platzangebot war, naja, also jetzt nicht wahnsinnig spannend. Und besondere Kritik gab es immer beim Kofferraum, weil A, eine relativ hohe Ladekante und dann auch einen relativ schmalen Kofferraum. Man konnte zwar diese Bänke wegklappen und ein bisschen nach vorne ziehen, da vergrößerte sich das Ganze, aber es war jetzt also tatsächlich kein wirkliches Raumwunder. Dafür hier auch im Heckbereich irgendwie ganz süß diese Smart-Optik mitgemacht mit dieser voluminösen Kunststoffstoßfänger, der hier auch so dran gesetzt wirkt. Also ich finde das Auto optisch wirklich irgendwie ein Bringer und das ist auch der Grund, warum wir euch das heute mal zeigen. Und wir wollen euch dieses Auto jetzt gar nicht großartig mit Schwachstellen und Sachen irgendwie vorstellen. Dazu kenne ich auch das Auto zu wenig. Ich weiß nur, dass die relativ preiswert zu haben sind. Also gute Exemplare gibt es schon so für 2.000, 3.000 Euro. Man sollte, glaube ich, von diesem ganz kleinen Dreizylinder Benzinmotor, da gab es dann so Downsizing-Geschichten, 2005 glaube ich, da sollte man die Finger von lassen. Diese Vierzylindermotoren sind besser. Und bei den Dieselmotoren, naja, also es gab am Schluss, also 2.6, gab es sogar noch einen Partikelfilter serienmäßig für die Dieselmotoren. Dieser ist hier früher, der hat das nicht. Da muss man dann selber unterscheiden, ob sich das lohnt. Damit hat man natürlich relativ hohe Unterhaltskosten. Wobei dieser Dieselmotor, der ist wirklich absolut sparsam. Also man kann dieses Auto wirklich mit 4 Liter fahren. Und dafür hat man dann auch ein relativ größeres Auto mit 4 Liter Verbrauch, finde ich eigentlich ganz okay. Ersatzteillage. Also Technikkomponenten wird man sicherlich vieles kriegen, so smart-spezifische Teile. Also neu gibt es nichts mehr. Da muss man natürlich jetzt irgendwie dann gucken, welche Fahrzeuge werden irgendwo auseinandergerissen. Also geschlachtet, wie man so schön sagt. Was kann ich davon gebrauchen? Technikteile gibt es sicherlich auch noch ein bisschen was über Mitsubishi. Ich glaube, Smart macht da gar nichts mehr. Hingehend gar nichts mehr. So, jetzt gucken wir uns mal das Motörchen an. Also das finde ich hier auch witzig, ja. Oder diese Motorhaube, die gar nicht aussieht wie eine Motorhaube, sondern irgendwie so ein bisschen verschachtelt ist. Man kann die aber im Innenraum öffnen und dann öffnet sich dieses kleine Kläppchen hier und was auch irgendwie Kunststoff ist. So, und da sieht man dann relativ eingebaut, etwas schwer erreichbar, wie ich finde, den kleinen Dreizylinder-Motor. Wie gesagt, Mercedes-Aggregat mit Steuerkette, also quasi ein auf 3 Zylinder umgebauter Mercedes-Dieselmotor aus der A-Klasse. Ja, die halten eigentlich, also weil dieses Auto hat 240.000 Kilometer gelaufen, was man ihm auch übrigens ansieht. Also es ist im Prinzip ein Auto wie geschaffen für unseren Kanal, weil es ist schon wirklich sehr depressiv. So hören sich kaputte Motorlager übrigens an, also nicht nur beim Smart, sondern bei anderen Autos auch. Ja, das ganze Auto wird einmal durchgeschüttelt und der Motor, man merkt so richtig, dass der irgendwie nicht mehr richtig aufgehängt ist. Also hier fehlt zum Beispiel so allerhand Klicklack. Hier gab es mal so eine Kunststoffleiste, die ist flöten gegangen. Das wird sicherlich nicht einfach sein, die zu finden. Also diese Scheinwerfer, da müsste man das hier alles mal abbauen und diese Scheinwerfer wahrscheinlich mal vernünftig wieder klar machen. Also da wird man nicht allzu viel durchsehen. Hier fehlt auch, glaube ich, so eine Kunststoffleiste, die eigentlich hatten. Die ist auch weg. Hier, das hängt hier auch noch so alles ein bisschen lustig dran. Naja, und die Verarbeitung, die war halt so smart-mäßig, nicht? Also ich mochte das immer, weil das immer so ein bisschen
verspielt aussah. Und man hatte hier auch so, naja, das ist so ein bisschen ICE der 90er Jahre, dieses Stoffdesign, das finde ich jetzt nicht besonders gut. Und man sieht halt an diesem Beispiel, das ist die Sitzverstellung, ja, das ist schon wirklich ausgesprochen günstig, ne? Um nicht billig zu sagen. Also das ist hier natürlich auch weggebrochen. Das ist schon wirklich allerbilligstes Zeug. Ob man das hier jemals wieder rankriegt, weil hier ist man ja ordentlich am Reißen. Also gut, an diesem Auto seht ihr, das ist irgendwie immer wieder am Leben gehalten worden, ohne irgendwie Geld zu investieren. Also hier ist eine Riesenschraube drin, die mich tatsächlich richtig anschreit und sagt, ich gehöre hier eigentlich original nicht dran. Also man hat wahrscheinlich versucht, hier diese Kunststoffleiste damit zu befestigen, die aus irgendwelchen Gründen irgendwie abgebrochen ist. Dann fehlt hier der Heckscheibenwischer. Also da hat man irgendwie so einen Blindstopfen reingesetzt. Hier sitzt ein Heckscheibenwischer normalerweise. Und diese Soft-Close-Geschichte, das sind ja immer so Mikroschalter, die dahinter sitzen. Das funktioniert sogar noch, aber das geht auch immer gerne kaputt. Also bei anderen Marken auch. Und das finde ich lustig hier, also diese Heckscheibe, nicht? Das ist dieses Tiefe. Das ist so ein bisschen so, fast schon wie beim Schneewittchen-Sarg, ne? Also ich finde das gut. Im Prinzip besteht diese Klappe optisch nur aus Glas, aber auch nur optisch. Hier seht ihr einen Blechrahmen. So, und hier, wie gesagt, diese tiefe Ladekante. Es gibt scheinbar keine Abdeckung für den Kofferraum, also jeder kann hier reingucken. Ist nicht vorgesehen. Oder gab es sowas doch? Also ich sehe es nicht. Ich wüsste auch nicht, wie man das befestigt. Ja, das sind alle so Sachen, wo man halt sieht, dass dieses Auto nicht sonderlich gern gehabt wurde, sondern es wurde irgendwie gefahren, bis es nicht mehr geht. Noch geht's. Also hier ist auch so eine Schramme drin. Ja, in dieser Tridion-Sicherheitszelle. Das rauszukriegen ist sicherlich komplizierter. Hier sind irgendwie die Scheiben. Das ist eine Kunststoffscheibe. Ja, lustig, oder? Das ist eine Kunststoffscheibe und dieses Kunststoff ist halt völlig kaputt. Und es gibt hier hinten noch ganz normale Kurbelfenster, allerdings Glas. Ja, ist schon ein bisschen witzig. Naja, und Sicherheitsausstattung gab es halt auch, ne? Seitenairbags, das hatte Mercedes dann schon irgendwie alles da reingefriemelt, um so ein bisschen irgendwie auch diesen Sicherheitsaspekt zu erfüllen, den sie immer hatten. Hier sieht man auch, diese Kunststoffscheibe hier hat es auch hinter sich. Das war natürlich auch so ein bisschen Leichtbau. Und dieser Leichtbau, den dieses Auto hatte natürlich auch den Vorteil, dass es wirklich wenig verbraucht. Das muss man schon sagen. Also 4 Liter. Ihr erinnert euch vielleicht an den 3 Liter Lupo, ja, dieses minimalistische Kleinauto, was was extrem klein war und ganz sparsam war und nichts hatte. Aber im Prinzip verbrauchte der hier nicht wesentlich viel mehr mit dem Dieselmotor. Also eigentlich schon toll. So, und hier seht ihr auch, hier so eine Tür, die muss man mal, hier ist nie was abgeschmiert worden, das ist alles, ja, also bei diesem Auto müsste man schon ordentlich wieder investieren. Hier ist auch das Ding rausgerissen, so, aber ihr seht, das ist alles so beplankt und gesteckt und irgendwie ganz lustig und ich glaube, man kriegt das alles relativ einfach auseinander. Naja, und dann könnte man dieses Auto eigentlich ja wieder so ein bisschen hinbekommen und wenn wir nicht so wahnsinnig viele Autos hätten, dann würde ich sagen, das könnte auch so ein depressives Fahrzeug für uns werden, um ganz günstig von A nach B zu kommen. Aber wir haben, glaube ich, gerade erstmal genug zu tun mit Autos. Aber dieses Auto hat auch 240.000 Kilometer gelaufen und ist ein Kleinwagen. So, und im Innenraum, dieses Cockpit finde ich lustig. Sogar ein Lederlenkrad, ja, weil Passion. Es gibt eine Klimaanlage, es gibt hier so auch aus der zweiten A-Klasse erinnernd diese Schalterleiste, sehr Mercedes-like. Dann hier wieder durchaus so Smart-Hebel, auch diese Instrumente wirken so ein bisschen smarty. Den Bordcomputer verstellt man übrigens hier. Unpraktisch, aber war auch beim kleinen Smart so. Also hier kann man dann halt die unterschiedlichen Geschichten ablesen, auch den Verbrauch. Habe ich irgendwo gesehen. Muss man wahrscheinlich den Motor starten. Dann starten wir den mal. Ich will mir jetzt nicht zeigen, den Verbrauch. Aber es ist tatsächlich so unter 4 Liter. Und schön ist natürlich dieses Panoramadach, was erstaunlicherweise noch funktioniert. Also kurzum, wird ja heute eine relativ kurze Vorstellung, weil wir können jetzt auch nicht fahren, weil dieses Auto natürlich nicht zugelassen ist. Ob das TÜV hat oder nicht, weiß ich gar nicht. Aber man kriegt solche Autos für 2.000, 3.000 Euro im, glaube ich, auch noch besseren Zustand. Und man hat dann wirklich ein relativ seltenes Auto mit den ganzen Vorzügen.
dass man nämlich relativ ein lustiges Auto fährt, wie ich finde, was gute Laune macht. Aber natürlich auch, ja, es lange nicht mehr produziert wird, also fast 20 Jahre nicht mehr. Das heißt, Teileversorgung wird schon ein bisschen schwierig werden. Aber wenn man ein gepflegtes Exemplar kriegt, die fahren eigentlich ganz gut. Die sind ein bisschen straff, die sind also nicht so komfortabel, die sind schon ordentlich abgestrafft, das muss man mögen. Aber ansonsten ist das hier, Servolenkung hat er auch, ja, also eigentlich ein lustiger Kleinwagen, den man nicht jeden Tag mehr sieht. Und ja, damit gebe ich zurück ins Studio, hätte ich fast gesagt. Das war's für heute. Eine ganz kurze Vorstellung dieses, wie ich finde, sehr lustigen kleinen Autos, was nur 2 Jahre lang produziert wurde. Also, würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Bis dann, ciao.